Die Akademie der Vernunft und Baruch präsentieren die Geschichte Indiens Teil 5. Das goldene Zeitalter und die großen, bis heute wegweisenden Entdeckungen in der Mathematik. Die soeben beschriebene Sprache wird auch von den Sumerern sofort übernommen oder vielleicht unabhängig davon entwickelt. Aber die Sumerer werden einige bedeutende Fortschritte entwickeln. Sie werden ein Zahlensystem verwenden, das ein Sexagesimalsystem ist, sprich ein System, das auf 60 Zahlen gründet. Wir haben vorhin gesehen, wie die Idee der 60 aus den 12 Fingergliedern der 4 Fingern der einen Hand entstanden sein könnte, die mit dem Daumen derselben Hand gezählt und mit den 5 Fingern der anderen Hand multipliziert wurden. Dies mag uns seltsam erscheinen und für viele von uns nicht immer natürlich oder unmittelbar intuitiv sein. Doch selbst von diesem System gibt es archäologische Spuren, die bis heute erhalten und geblieben sind. Wenn wir alle Winkelgrade eines Vierecks zusammenzählen, erhalten wir 360 Grad, also ein Vielfaches von 60. Fast jeder hat eine Uhr, mit der wir 60 Minuten in einer Stunde und 60 Sekunden in einer Minute zählen. Und all dies ist wiederum eine historische Erinnerung daran, dass es Völker gab, die ein System erfanden, das sie uns hinterlassen haben. Vor etwa 3800 Jahren kontrollierten die Babylonier ein Gebiet, das zwischen den Grenzen des heutigen Iran, Irak und Syrien lag. Die Verwaltung eines so großen Reiches war ohne ein ausgeklügeltes System zur Verwaltung von Kalkulationen und Zahlen undenkbar. Diese Fähigkeit wurde in den Schulen kultiviert, in denen angehende Skribas, sprich Schreiber, von klein auf lesen, schreiben und rechnen lernten. Als Medium benutzten sie Tontafeln, auf die sie die berühmten Keilschriftzeichen schrieben. Die Babylonier waren vor allem daran interessiert, praktische Probleme zu lösen, wie zum Beispiel die Berechnung von Gewichten oder das Abmessen von Mengen. Diese Probleme und ihre Lösungen wurden in genau definierten Verfahren eingeteilt, die von den Schreibern einfach erlernt und angewandt werden mussten. Es ist bekannt, dass in der babylonischen Gesellschaft ein auf 60 Zahlen basierendes Rechensystem in Kraft war. Die Zahl 60 hat beim Zählen unbestreitbare Vorteile, da sie sich auf viele Arten teilen lässt. 60 Steine können zum Beispiel in 2 Reihen von 30, 3 von 20, 4 von 15, 5 von 12 oder 6 von 10 verteilt werden. Dennoch waren es die Babylonier, die das System zur Messung von Winkeln erfanden. Ein Winkel wird mit 360 Grad eingeteilt. Jeder Grad ist in 60 Minuten und jede Minute in 60 Sekunden unterteilt. Diese Unterteilung stand in perfekter Beziehung zu ihrem numerischen System und war auch für astronomische Berechnungen gut geeignet. Der wichtigste Aspekt ihres Wissens ist jedoch das Konzept des Wertes einer Zahl im Verhältnis zu ihrer Position, sprich das Stellenwertsystem oder Positionssystem. Stellen wir uns eine Tabelle mit 4 Feldern vor. Man bedenke, dass in den semitischen Sprachen wie Hebräisch, Arabisch und in fernen Zeiten Punisch und Aramäisch von rechts nach links geschrieben wird,
weil die Wörter anfangs mit Hammer und Meißel in Stein gemeißelt wurden. Das macht es viel einfacher, die Wörter von rechts nach links zu schreiben. Also kehren wir zurück zu unserer Tabelle. In das Feld ganz rechts also schreibt man die Einheiten. In das nächste Feld links der Zehner, in das dritte Feld links der Hunderter, in das vierte Feld links der Tausender und so weiter. Auf diese Weise mussten sie nicht auf neue Symbole zurückgreifen, um immer größere Zahlen anzugeben, was die Durchführung von Berechnungen erheblich erleichterte. Die Faszination, welche die Babylonier von Zahlen hatten, zeigt sich auch in ihren Spielen. So waren Spiele mit Steinen sehr beliebt, bei denen man schnelle Berechnungen mit dem Kopf durchführen musste, um den Gegner auszutricksen. Das berühmte Backgammon, das heute in allen Breitengraden gespielt wird, geht auf eine Version zurück, die von den Babyloniern vor etwa 5000 Jahren erfunden wurde. Da wir alle mit dem römischen Zahlensystem vertraut sind, werden wir Beispiele auf der Grundlage dieses Systems anführen, obwohl in Wirklichkeit die alten Systeme vieler Völker, zum Beispiel der Ägypter, der Inkas und so weiter, von der gleichen Art sind. Sie werden additive Systeme genannt, weil sie einfach die Addition verwenden, um eine Zahl darzustellen. Wenn wir zum Beispiel die Zahl 4 in römischen Ziffern schreiben wollen, wissen wir, wie das geht. Wir machen 4 Kerben und das war's dann. Die Kerbe steht für 1, man wiederholt 1, um eine Einheit hinzuzufügen. Aber das ist äußerst unbequem. Wenn man anfängt, diese Schreibweise zu verwenden, stellt man sofort fest, dass man bei einer Zahl wie 10, und das ist genau das, was die 10 Finger unserer Hände anzeigen, zu etwas anderem übergehen muss. Das ursprüngliche römische System hatte nämlich Symbole für 1, für 5, für 10, für 50, für 100, für 500, für 1000 und so weiter. Die wesentliche Einschränkung dieses Systems besteht jedoch darin, dass je größer die Zahlen sind, desto mehr Symbole benötigt werden. Und da die Zahlenfolge unendlich ist, werden auch unendlich viele Symbole benötigt. Die Römer hatten genau solche Symbole. Das Zeichen X stand für 10, das Zeichen C für 100, das Zeichen M für 1000 und so weiter. Aber selbst das ist ein wenig artikuliert. Also benutzten die Römer Abkürzungen. Bei der 5 machten sie statt 5 Strichen 2 Kerben in einem V. Die 6 war ein V plus eine Kerbe und so weiter. Die 50 wurde mit einem L gekennzeichnet, die 500 mit einem D. Additive Systeme sind jedoch, wir wiederholen, sehr umständlich, weil sie, wie gesagt, eine große Anzahl von Symbolen erfordern. Der große Schritt für die Menschheit liegt in der Entdeckung einer Positionsmethode, bei deren die Verweise auf die Potenzen der Basis entfernt werden können, so dass es nicht notwendig ist, unendlich viele verschiedene Symbole zu haben. Es reicht aus, die Potenzen der Basis durch die Reihenfolge, in der sie geschrieben werden, darzustellen. Das System hatte jedoch immer noch ein Problem, denn obwohl die Babylonier verstanden, dass es notwendig war, eine Stelle leer zu lassen, wenn es keine Ziffern gab, die der Reihenfolge dieser Stelle entsprachen, kamen sie nie dazu, ein hierfür stehendes Symbol zu schreiben. Wenn sie zum Beispiel 900 schreiben wollten, mussten sie 2 Felder rechts davon leer lassen und das konnten sie nicht, denn es gab keinen Hinweis darauf, dass es sich bei der 9 nicht um eine einzelne Zahl handelte,
sondern um etwas, das 2 Leerstellen enthielt. Die Babylonier konnten etwas wie 909 schreiben, weil die Zehner fehlten, also schrieben sie eine 9, die den Hunderten entsprach, ließen einen Platz leer und schrieben dann eine 9, die den Einheiten entsprach. Dazwischen blieb ein Loch und dann konnte man die Löcher tatsächlich stehen lassen. Dieses System ist jedoch nicht abgeschlossen, sprich nicht perfekt. Zunächst einmal hat es, wie gesagt, Nullen am Ende der Zahlenreihe verhindert oder nicht zugelassen, so dass man nicht wusste, ob die Zahl am Ende fertig war oder ob es Löcher gab, weil man nicht feststellen konnte, wie viele es sein könnten. Es gab also Probleme mit dieser Schreibweise, die zwar positionell war, die bereits die Schreibart war, die wir später verwenden würden, aber letztendlich war es eine Bezeichnungsweise, die viele Zweideutigkeiten zuließ. Erst im 2. Jahrhundert erkannte Ptolemäus, der große Astronom, dass es vielleicht besser wäre, einen Kreis zu machen, um das Leerfeld anzuzeigen. Erst in unserer Zeit fand man im Nahen Osten ein Symbol für die Null, aber nur zwischen anderen Ziffern und nie ganz unten und vor allem nie allein als ganze Zahl. Dies ist ein gewaltiger Schritt, den die indische Zivilisation des Gupta-Königreiches später vollzog und das System perfekt machte. Das war die Geschichte Indiens Teil 5. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.